Fröhliche Weihnachten wünsche ich euch. Ja, ich bin einen Tag zu spät da. Obwohl nicht ganz, denn ich bin ja im Moment in England und da ist es ja der 25. Dezember, also heute, wo die Geschenke geöffnet werden. Gestern musste ich leider arbeiten, weil die EU und Großbritannien sich ja auf den Brexit-Deal geeinigt haben. Und deswegen öffne ich das ganz klassisch, wie in England, mein Geschenk von meiner Mutter erst heute. Aber warum habe ich euch dabei? Ja, weil ihr habt euch Unboxings gewünscht. Und ich glaube, hier ist was drin, was euch auch interessieren könnte. Und deswegen fangen wir gleich damit mal an und öffnen vorsichtig die Verpackung. Und wenn du das siehst, ich sag recht herzlichen Dank. Die Karte lese ich euch nicht vor, die habe ich aber schon gelesen. So. Gut. Schokoladenkränze. Passend zu England. Ein After Eight Weihnachtsmann mit Regenschirm. Und Marabou-Schokolade. Sehr gut. Und nun ist hier was drin, was wahrscheinlich euch wesentlich mehr interessiert. So. Versucht das mal vorsichtig aufzumachen, obwohl es eigentlich sinnlos ist, weil das kann ich nicht wiederverwenden, das Geschenkpapier. Ja. Es ist ein Herper-Flugzeug. Und es ist nicht irgendein Herper-Flugzeug, sondern es ist die Luftwaffe, die Flugbereitschaft. Das ist der neue Airbus A350-900 von Herper im Maßstab 1:500. Ich habe die auch noch in 1:400. Da habe ich 3 Modelle von Gemini Jet NG Models und Aviation 400. Wenn da Interesse dran besteht, dass ich einen Vergleich mache, mache ich gerne, aber erst, wenn ich wieder in Deutschland bin, weil da habe ich leider keine Aufnahmen zu gemacht. Das muss noch ein bisschen warten. Dann gucken wir uns aber erstmal die 1:500 Variante an. Und fangen wir mal mit der Verpackung an. Das fällt halt hier auf, weil, wie ihr seht, man kann durchgucken. Und das finde ich nicht gut. Also es gibt viele Sammler, die Wert legen auf eine schön designte Verpackung. Und ja, die NG-Models, das ist schon schön, wenn sich die Mühe gemacht wird, jedem Flugzeug ein eigenes Design zu geben und das zum Flugzeug passt, ist toll. Also ich finde die auch schön. Aber ist nur nicht der Hauptaugenmerk, es geht ja um die Modelle. Und was aber für mich wichtig ist, eine Verpackung soll schützen. Ich habe nicht den Platz, alle hinzustellen. Das heißt, ich lagere teilweise meine Flugzeuge in den Boxen. Einfach aus Schutz. Und dann hole ich mir mal die raus, dann hole ich mal wieder die raus, dann wechsle ich mal ein bisschen durch, wenn ich welche hinstelle. Aber die sollen geschützt werden vor Dreck. Kein Problem mit solchen Verpackungen, kann man vor Dreck schützen. Aber auch eben vor Sonnenlicht. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ein großes Problem ist, aber ich sammle seit Ende der 90er Flugzeugmodelle und ich kenne viele Modelle damals, die halt total verblasst sind und das Leitwerk hat eine andere Farbe, weil das Plastik ausgeblichen ist. Und dafür braucht man eine Verpackung. Und Herper, nein, bitte nicht. Das finde ich nicht gut. Es ist was anderes, wenn hier noch so ein Überzieherkarton ist. Also klar, ich weiß, warum sie es machen, weil der Einzelhandel natürlich nicht will, dass jeder hier aufmacht und dann rausguckt und guckt, ob das noch heil ist. Vor allen Dingen, die haben es halt auch wegen der Unterseite, wegen dem Fahrwerk. Das heißt, man konnte ja schon immer von oben reingucken und kann auch von unten gucken, ob das Fahrwerk heil ist. Ist ja gut. So, dann muss man es nicht öffnen. Also ich war in Geschäften drin, da durfte ich nicht öffnen und dann hieß es ja, kaufen Sie und zur Not geben Sie es zurück.
Auch hier in England ist es bei einem passiert. Dann habe ich es gekauft und hinter der Kasse gleich geöffnet. Weil sonst hätte ich gleich einen Umtausch gemacht. Die hatten 5 Varianten davon. Zur Not hätte ich halt 5-mal gekauft. Also immer wieder umgetauscht. Wenn sie es so wollen, dann machen wir es so. Wenn das die Spielregeln sind. Aber das gefällt mir nicht. Also klar, wenn man so einen Überzieherkarton hätte, den man zur Seite ziehen kann, um dann zu gucken, ohne das Modell rauszunehmen, wird ja schon reichen. Also Herpa, das ist nicht das, wie ich es mir vorstelle. Weiß nicht, schreibt es unten in die Kommentare, wie es euch gefällt. Vielleicht sagt ihr, oh, das ist geil. Vielleicht bin ich ja der Trottel und ihr sagt, das ist toll. Denn überzeugt mich, warum das toll ist. Nach meiner Ansicht ist das nicht so gut. Und ich hätte mir eher gewünscht, dass sie das vordere Fenster auch noch wieder zumachen, anstatt dass sie auf der Rückseite nun auch noch ein Fenster aufmachen. Ja. Ich finde, also sehr schön gelungen. Das Einzige, wo ich mir gerade nicht sicher bin, sind die Flügel bei dieser Maschine so unterschiedlich gefärbt zum Rumpf. Der Rumpf ist ja ein normales Weiß, während die Flügel ja so ein vergilbtes Weiß, würde ich sagen. Ja, so ein Beige. Das ist kein klassisches Weiß. Nun weiß ich nicht, da muss ich mir gleich mal das Original zu angucken, ob das im Original auch so ist. Es ist mir bei den 1:400 Modellen gar nicht so aufgefallen. Aber vielleicht habe ich auch nicht so drauf geachtet. Das kann durchaus sein. Das war's mit dem kurzen Weihnachts-Unboxing. Ich wünsche euch noch fröhliche Weihnachtsfeiertage und Mama, danke für dieses Modell. Wenn ich wieder in Deutschland bin, wird das neben dem japanischen Regierungsflieger landen. Ich glaube, die passen ganz gut nebeneinander. Wenn ihr Lust habt auf weitere Unboxing, es sind weitere geplant. Ich habe hier in England einen Store gefunden, der schöne Überraschungspakete macht und zwar nach Kontinenten. Und da werde ich wahrscheinlich das ein oder andere mal bestellen. Leider in 1:400, aber ich habe ja immer noch das Herpa Halloween-Paket nicht ausgepackt. Also doch, ich habe es schon ausgepackt, aber ihr habt es noch nicht gesehen. Das Video ist eines der nächsten, das kommt und das ist im Maßstab 1:500, bevor wir zum Unboxing von 1:400 Modellen kommen, wenn ich mir die gekauft habe. Ich wünsche euch noch schöne Tage und falls wir uns nicht mehr sehen, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Tschüss! Ja. Dann kann man ja jetzt auch noch mal so ein Stückchen Marabu essen, ne? Das ist, ich liebe es. Also, wir sind durch. Ihr könnt gerne abschalten, um mit Löwenzahn zu reden. Und wenn ihr es nicht wollt, dann kommen hier gerade irgendwelche Videos, die ihr euch gerne angucken könnt. Ist gut, ist sehr gut. Ich liebe Marabu.